er kann ja Gas geben, Stücke. Gas. Aber ich sag dir was, schau da drüben. Von Bernhard Klauscher. Dass wir schon wieder warten, wann der nochmal kommt. Dann haben wir den Oberfahrer. Der Jagdflugzeug Der ist nicht schick. rein zur Feindbekämpfung. Der Start der Ariatik ist ein Kampfflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg von Bernhard Klauscher gebaut. Eine Spannweite von 2,50 Meter, Doppeldecker, 70 Meter. Also auch mit Akku betrieben. Und da gibt es ein paar ganz interessante Sachen über die Behandlungsvorschriften des Flugzeuges, die im Da werden ja die Flugzeuge Apparat genannt, Flugapparat. Gebaut worden ist im Weg, da heißt Applaus, wunderbare Landung für Bernhard. Bei der Landung heißt es dann normale Schwebelandung, das war perfekt. Mein Name ist Bernhard Klauscher. Ich stelle hier mein Modell einer Aviatik Berg D1 vor. Dieses Modell ist ein österreichisches Jagdflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg. Ist relativ unbekannt, diese Maschine. So, In Österreich wurden 700 Stück gebaut und ich habe versucht, dieses Modell, also diese Maschine, so, als Modell nachzubilden. Der Nachbaumaßstab ist 1:3,2. Das Fluggewicht mit den Schwimmern beträgt 18 Kilogramm. Mit dem Radfahrwerk sind es ca. 17 Kilogramm. wunderbar. Die Maschine hat einen besonderen Antrieb. Der Antrieb besteht aus einem Außenläufermotor mit 5 Kilowatt Leistung. Ist die Das Drehzahlniveau bei 12S beträgt rund 6200 Umdrehungen. Und diese 6200 Umdrehungen werden über ein Reduktionsgetriebe auf 3000 Umdrehungen reduziert. Und die Luftschraube ist entsprechend angepasst an das Modell, entspricht in den Abmessungen der Originalluftschraube im Maßstab. Die Steigung dieser Luftschraube beträgt 0,5 Meter. Damit passt die Fluggeschwindigkeit zwischen 40 und 60, 70 km/h sehr gut. Auch von der Leistungsumsetzung. Wirkungsgrad ist extrem hoch und der Antrieb sehr effizient und klingt vor allem sehr vorbildgetreu. Davon habe ich mich überzeugt. Sag mal, wie lange hast du dann an diesem Modell gebaut? Die Bauzeit beträgt rund 3 Jahre. Die Originalpläne habe ich aus dem österreichischen Kriegsarchiv. Die Maschine ist komplett dokumentiert im österreichischen Kriegsarchiv und sogar die Biegelinie des Rumpfes, also die ganze statische Berechnung, ist alles noch vorhanden. Das war damals eher ein Novum. Ja. Die Maschine wurde hauptsächlich in einem Kriegsgebiet geflogen, im Isonzo-Raum, also im italienischen Kriegsgeschehen im Ersten Weltkrieg. Und zeichnet sich vom Original her durch eine sehr hohe Steigleistung aus. Das war notwendig, damit man im Gebirge entsprechend fliegen kann. Ja. Das heißt, auch das Fluggewicht, wenn man es mit einer Fokker T7 vergleicht, die ungefähr das gleiche Niveau betätigt, ist sie um 100 Kilogramm leichter. Und diese leichte Konstruktion hat aber beim Original auch festigkeitsmäßig, ist die Maschine im Grenzbereich. Ja. Frage, was für eine Sendeanlage verwendest du? Ich verwende hier eine Yeti-Senderanlage
einen Datenlogger von Unilog, mit dem stemme ich das ganze Modell und den Antrieb ab. Und zur Kontrolle mache ich das so. Ja. Und wie ist dein Eindruck von der Anlage, von der Yeti-Anlage? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich fliege auch Wettbewerbe in F5J und F5B und habe dort den gleichen Sender im Einsatz und eigentlich sehr verlässlich. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ja. Okay. Dann bedanke ich mich jetzt für deine Auskünfte und wünsche dir weiterhin erfolgreiche Landung. Und keiner wünscht sich Bruch. Also alles Gute für dich und für dein Modell. Dankeschön.